Hallo und herzlich willkommen zu Touris Gaming, heute mit einem neuen Review zu Cartel Tycoon. Die wenigsten von euch werden Cartel Tycoon kennen. Dies ist eine Survival-Wirtschafts-Simulation, wobei sich alles hier um Drogenhandel dreht. So im klassischen Stil der Narcos der 80er. Das Spiel bietet 3 verschiedene Spielmodi. Da hätten wir einmal den Story-Modus, der unterteilt ist in einmal einem Tutorial und dann 3 weiteren Story-Missionen, in die ich in weiteren Videos speziell eingehen werde, weil dort gibt es einiges freizuschalten und dieses ist nicht ganz so einfach. Ja, gibt es auch diverse Wege, aber da komme ich dann gesondert zu. Ja, das ist einmal dann der Story-Modus. Hier könnt ihr bei mir sehen, dass es aber allerdings auch 4 Missionen zu dem Tutorial sind. Das ist halt der DLC, der sich bei mir dann noch versteckt. Ja. Und dann hätten wir noch den Survival-Modus, in dem ihr, wie der Name schon sagt, ums Überleben kämpft. Und zwar müsst ihr in dem Survival-Modus eine gewisse Anzahl an reingewaschenem Geld immer zur Verfügung haben und die Behörden bestechen. Und sollte euch das nicht gelingen, dann wird euer Capo gekillt. Aber wenn er gekillt worden ist, dann könnt ihr mit einem weiteren Leutnant aus eurem Kartell weitermachen, indem ihr ihn zum Capo befördert. Und der Modus ist auch wirklich sehr anspruchsvoll. In der Beschreibung steht für Masochisten oder sehr erfahrene Spieler. Ja, und das ist es auch. Es ist schon eine Herausforderung. Auch in dem Modus gibt es diverse Dinge freizuschalten für diejenigen, die auch das Spiel platinieren wollen, wo ich dann auch gesondert mich zu äußern werde in einem anderen Video. Ja, und zu guter Letzt bietet das Spiel noch einen Sandbox-Modus in diversen Schwierigkeitsgraden oder individuell, so wie ihr es wollt. Dort könnt ihr aber dann, wenn es ganz individuell ist, außer die normalen Capos nichts weiter freischalten. Das sind die 3 Spielmodi, haben alle ihren Reiz, machen alle wirklich viel Spaß und es geht in dem Sinne darum, dass ihr wie in einem klassischen Wirtschaftsspiel, in klassischen Tycoon-Spiel, erstmal, eine Kette aufbaut an Farmen, wo ihr gewisse Arten von Drogen produziert, diese dann per Lagerhäuser einlagert, mit Speditionen weiter versenden könnt, an eine Werkstatt, an ein Labor, um die Drogen zu verpacken in Containern aus Früchten und so weiter und so fort. Also wirklich schon sehr umfangreich. Das Ganze hat ein wirklich tiefes Micromanagement und ihr habt die Wahl in dem Spiel. Das Geld, was ihr mit den Drogen verdient, ist natürlich schmutziges Geld. Dieses Geld müsst ihr reinwaschen. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, mit dem schmutzigen Geld eure Leutnants zu bezahlen, eure Gebäude zu bezahlen. Hierfür benötigt ihr dann allerdings in der Gegend, wo dies passieren soll, auch Residenzen, die das schmutzige Geld dann für euch an
die Farmen oder Produktionseinheiten liefern. Und in den Städten könnt ihr durch Bau von Banken, Casinos, Juwelierläden und da gibt es noch so viel mehr, euer Geld waschen und bekommt dadurch dann sauberes Geld. Dieses saubere Geld werdet ihr auch dringend benötigen, denn das Spiel bietet einen echt großen, ich wollte gerade sagen Talentbaum, Entwicklungsbaum, ja, weil jede Art von Gebäude, was vorkommt, hat 3 Stufen. Die müsst ihr alle entwickeln und erforschen. Das macht ihr mit sauberem Geld. Nicht nur Gebäude, sondern auch Straßen müsst ihr erforschen, weil ihr fangt ganz normal erstmal mit einem Sandweg an, könnt dann zum Kies und später zum Asphalt kommen. Und da geht jede Menge Kohle bei drauf. Und da sei schon mal gesagt, für all diejenigen, die Stufe 3 kann man nur erforschen, wenn man im Besitz einer Universität ist. Je nach Level, was man spielt, kann es vorkommen, dass eine Universität im gegnerischen Gebiet schon vorhanden ist. Es kann nämlich pro Karte nur einmal eine Universität gebaut werden. Das hieße, in dem Fall müsstet ihr dieses Gebiet erobern, ob nun gewaltsam oder per Übernahme, das ist dann euch überlassen, um eben halt an Stufe 3 der Entwicklung teilnehmen zu können oder diese betreiben zu können. Die Eroberungen, wie ich gerade schon erwähnte, können friedlich verlaufen oder eben halt auch gewaltsam. Ihr habt die Möglichkeit, mit den anderen Kapos, feindlichen Kapos, immer das Gespräch zu suchen und da werdet ihr ganz schnell feststellen, jeder Capo tickt halt anders. Der eine, den müsst ihr einschüchtern, den anderen Honig um Bart schmieren, um die Sympathien zu gewinnen und mit dem anderen eben halt professionell. Steigt die Loyalität bis zu einem gewissen Maße hoch und ihr habt die Möglichkeit oder seid genauso stark wie das gegnerische Kartell, dann könnt ihr Allianzen bilden. Das heißt in dem Fall, dass die anderen Clans euch im Kampf zum Beispiel gegen die Polizei, gegen die CIA und so weiter und so fort unterstützen. Ihr könnt sie dann, wenn die Loyalität ganz hoch ist und auch Platz für den gegnerischen Capo im euren Kartell vorhanden ist, könnt ihr sie dann auch einfach übernehmen. Ja, das ist die friedliche Variante, wo ich sagen muss, die würde ich auch jedem empfehlen. Wenn ihr kämpfen wollt, ja, das geht eine Zeit lang gut und wird auf die Dauer aber sehr stressig und ihr habt genug erstmal am Anfang jedes Levels damit zu tun, eben euch die Bullen vom Hals zu halten, das FBI und wie sie nicht alle heißen, denn alle illegalen Aktivitäten lassen den Empörungsbalken steigern und somit kommen auch immer mehr Einheiten des öffentlichen Rechts, die euch ans Leder wollen. Ja. Dagegen könnt ihr zwar anwirken, indem ihr mit eurem Bürgermeister quatscht, um die Gefahrstufe wieder abzusenken, kostet euch allerdings dann in dem gleichen Moment auch Loyalität und die müsst ihr dann halt wieder aufbauen, indem ihr entweder bei einheimischen Dörfern irgendwelche Drogen oder sonstiges kauft.
Da könnt ihr damit eure Loyalität steigern, oder ihr macht in einem Casino, einer Kirche oder Kathedrale oder einem Stadion eine öffentliche Veranstaltung, welche ihr mit echt Geld bezahlen müsst, also sauberem Geld, und steigert somit die Loyalität. Das Ganze wird aber auch in dem Tutorial des Spiels wirklich gut erklärt, und auch die zweite Mission oder die erste echte Mission ist, sag ich mal, noch wie ein Tutorial bis zu einem gewissen Punkt. Ich will jetzt hier nicht spoilern. Und das Spiel erklärt euch wirklich die Dinge wirklich sehr gut. Da kann man wirklich nichts gegen sagen. Und ihr habt auch die Möglichkeit, jederzeit in das Handbuch reinzuschauen, indem ihr die Optionstaste drückt und dann unter Handbuch alle möglichen Dinge nachschlagen könnt und nachlesen könnt. Wirklich sehr ausführlich und sehr gut gemacht. Können sich viele dran eine Scheibe abschneiden. Ja, spielerisch nach einer kurzen Eingewöhnungsphase der Steuerung geht dieses gut von der Hand. Der Sound ist halt so typisch, wie man sich das so denkt und kennt, dem Genre des Drogenmetiers und Kartells aus den 80ern angepasst, wirkt sehr stimmig. Das Spiel hat kurz nach Release ein Update erhalten und ist seitdem auch wirklich spielbar. Davor hatte es die Probleme, dass es gerne einfach abgestürzt ist und man diverse Fortschritte einfach wiederholen musste. Ja, wer also auf Wirtschaftssimulation steht und Aufbauspiele, dem kann ich Cartel Tycoon nur wärmstens ans Herz legen. Es ist in gewissen Modi herausfordernd und es macht wirklich viel Spaß. Ja? Ihr könnt viel Zeit damit verbringen, und ich habe 250 Stunden in das Spiel versenkt, also spricht eigentlich alles dafür. Und ja, wenn euch das Ganze dann geholfen hat und interessant fandet, dann würde ich mich doch gerne über Kommentare und Likes freuen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal oder einem meiner anderen Videos, die noch zu diesem Spiel folgen werden. Euer Turi.